So, liebe Zuschauer, heute geht es ums Wohnen, alles Wichtige fürs Wohnen. Und bleib unbedingt dran, es ist nicht ganz so einfach, wie du vielleicht denkst. Hier alles Wichtige zum Mietvertrag und wie finde ich überhaupt eine Wohnung hier in Kolumbien. Also du bist hier in Kolumbien angekommen, vielleicht hast du ein Hotel genommen für die ersten Tage und jetzt geht es darum, wie finde ich eine Wohnung. Und du wirst sehr schnell merken, das ist nicht ganz so einfach. Eine Möglichkeit ist zuerst eine Airbnb-Wohnung zu nehmen. Das ist etwas günstiger wie ein Hotel, aber auch immer noch relativ teuer. Möblierte Wohnungen sind teuer. Die meisten, die für lange Zeit hier bleiben wollen, mehr als ein Jahr, die versuchen dann in der Regel auch eine normale Wohnung zu mieten. Viele gehen zu irgendwelchen Immobiliengesellschaften, so Agenturen, die vermieten Wohnungen und da werdet ihr bald merken, ihr erfüllt die Bedingungen nicht. Zuerst einmal, für die meisten braucht ihr ein Visum, eine Cédula Extranjería. Viele verlangen dann, dass ihr sogenannte Fiadores bringt, meistens 2, das sind Bürgen, also die Leute müssen für euch bürgen im Fall, dass ihr die Miete nicht bezahlt. Und meistens müssen diese Bürgen dann noch Immobilienbesitz haben. Ja, wenn du Ausländer bist, hier keine Kontakte hast, dann wird es schon schwierig. Das Problem bei vielen Immobilienagenturen ist, sie weichen keinen Zentimeter ab von ihren Vorschriften, weil die bekommen den Auftrag von dem Immobilieninhaber und das interessiert die nicht, ob die Wohnung vermieten oder nicht vermieten. Sie müssen einfach ihre Standards einhalten. Mit denen könnt ihr häufig gar nicht diskutieren. Ja, aber ich zahle doch im Voraus oder irgendwie so. Das wollen die gar nicht hören. Ihr müsst das erfüllen, was auf den Checklisten steht der Immobilienagenturen. Und die meisten erfüllen das nicht. Und deshalb scheiden Immobilienagenturen aus. Ist also sicher nicht das Beste. Ihr könnt es probieren. Ihr werdet sehr schnell merken, dass ihr vermutlich die Bedingungen nicht erfüllen werdet. Selbst für Kolumbianer ist es teilweise schwierig, all das zu erfüllen. Die wollen Einkommensnachweise, eben diese Bürgen und so weiter. Also eine ganze Litanei. Also was für Alternativen gibt es? Ich rate immer an, schaut, dass ihr von privaten Leuten, also direkt vom Immobilienbesitzer, mieten könnt. Geht zu den sogenannten Porterias, das sind die Pforten bei diesen größeren Wohneinheiten, also bei Überbauungen, Hochhäusern gibt es immer eine Porteria. Dort könnt ihr fragen, gibt es hier Wohnungen zu vermieten? Vermietet irgendwie ein Eigentümer direkt die Wohnung. Wenn ihr direkt mit dem Vermieter dann mit der Privatperson Kontakt habt, macht er meistens einen Kompromiss und sagt, okay, auch wenn es gesetzlich theoretisch verboten ist, wenn ihr im Voraus bezahlt, 3 Monate, 6 Monate jeweils im Voraus, bekommt ihr vielleicht die Wohnung dann trotzdem. Mit einer Immobilienagentur unmöglich meistens. Dann, was ich auch anrate, schaut auf Facebook-Gruppen, Expat, wenn ihr schaut, Expat Medellin, Expat Immobilien, dort habt ihr vielleicht auch eine gute Chance, eine Wohnung zu finden. Ja, und auf Metro Cuadrado, das ist dann so ziemlich die größte Webseite für Wohnungen, die ausgeschrieben sind, eventuell direkt vom Eigentümer. Also, jetzt geht es aber weiter mit dem Mieten. Wie schaut das aus, wenn ich etwas mieten will? Ich bekomme einen Mietvertrag. Für viele, die verstehen Bahnhof. Ich persönlich empfehle, wenn ihr einen Mietvertrag bekommt, lasst ihn von einem Anwalt kurz durchlesen, ob alles soweit in Ordnung ist oder ob es irgendwelche wirklich Spezialitäten gibt. Es gibt es immer wieder. Wir machen das auch, kostet vielleicht 50, 60 Euros, so eine Mietvertragsprüfung. Es lohnt sich in aller Regel. Was müsst ihr aber sicher beachten? Hier in Kolumbien sind die Mietverträge nicht unbefristet. Normalerweise dauern sie 12 Monate von dem Tag weg, wo ihr mietet. Und ihr müsst den Mietvertrag kündigen, normalerweise 3 Monate vor Ablauf. Wenn ihr das nicht macht, verlängert sich der Mietvertrag automatisch auf 12 Monate. Wenn ihr früher rausgeht, zahlt ihr sogar nebst dem Mietzinsausfall sogar noch eine Strafe, weil ihr zu früh ausgezogen seid. Viele wissen das nicht, kann teuer werden. Also deshalb immer gut überlegen, nicht vergessen, die Wohnung zu kündigen.
rechtzeitig und nicht denken, ja, mein Mietvertrag läuft ja aus in 12 Monate, ist alles okay, bis dann bin ich weg. Das funktioniert nicht so. 3 Monate normalerweise, kann aber auch anders geregelt sein. Deshalb prüft diese Sachen detailliert. Ja, ihr müsst auch daran denken, wenn ihr Schäden verursacht, ja, werden diese euch dann verrechnet. Also es gibt auch eine Besichtigung normalerweise der Wohnung rechtzeitig, gut anschauen, wenn irgendwelche Schäden schon vorliegen, diese notieren lassen, dass wenn ihr auszieht, dass diese Schäden nicht euch verrechnet werden. Oder lasst es reparieren. Fragt den Vermieter, dass er es reparieren lässt. Wenn nicht, müsst ihr sicherstellen, dass das auf dem Protokoll aufgenommen ist. Wir sind in Südamerika, aber bei solchen Sachen sind sie sehr pingelig und die kommen dann mit wirklich Kleinigkeiten dann teilweise und das kann dann böse Überraschungen am Ende des Mietvertrags geben. In vielen Häusern, so große Überbauung, gibt es auch Regeln, Hausregeln, eben, wie zum Beispiel, wie sieht es aus mit Rauchen? Darf man rauchen? Auf dem Balkon ist das teilweise wirklich ein Problem. Man denkt es nicht, aber ja, wenn der Rauch irgendwo beim Nachbar reinzieht, beschwert er sich, habt ihr ein Problem. Habe ich schon sehr oft gehört. In Kolumbien rauchen die Leute relativ wenig. Es kann sein, dass ihr draußen nur in einem gewissen Bereich rauchen dürft. Und wenn ihr in der Wohnung raucht und irgendwie der Luftabzug so ist, dass es irgendwie andere Leute belästigt, habt ihr auch ein Problem. Schaut auch die Hausregeln an in der Porteria. Das ist eben die Rezeption, so eine Art Rezeption in jedem Haus. Und da gibt es auch so diese Hausregeln. Lest ihr die sorgfältig durch. Wenn ihr Wohnungen anschaut, Inserate anschaut und ihr wisst nicht, ja, ist das eine gute Gegend, ist das eine schlechte Gegend, dann achtet auf das Strato. In Kolumbien werden die Quartiere eingeteilt in Stratos, 0 bis 6 oder 1 bis 6. Je höher das Strato ist, desto höher ist dort eigentlich, sage ich jetzt mal, die Wohnqualität. Oder desto sicherer ist auch das Gebiet. Ich würde nicht unter Strato 3 mieten. Strato 0, 1, 2 sind eher ein bisschen ärmlichere Gebiete, ist vielleicht auch nicht ganz so sicher. Ab Strato 3 kann es okay sein, muss nicht zwingend. Ab Strato 4 würde ich sagen, in der Regel ist es da eigentlich kein Problem. Strato 4, 5 und 6. 6 ist das höchste. Wichtig dabei ist auch, die Nebenkosten wie Strom, Wasser, Gas hängen sehr oft von diesen Stratos ab. Je höher das Strato, desto höher sind auch die Stromrechnungen, die Gas-, Wasserrechnungen. Das ist so eine Art indirekte Steuer. Die Reichen, die in besseren Quartieren wohnen, zahlen mehr, teilweise mehr als das Doppelte von einem Strato 6 zu einem Strato 3. Wenn ihr kommt, ich wiederhole, Hotel, Airbnb, wie suche ich eine Wohnung, geht aufs Internet, Facebook, die Expat-Gruppen, Metro Quadrado, fragt die Porterias, wo ihr wohnen wollt, sucht euch diese Gegend aus, schaut an, hier könnte ich mir das vorstellen zu wohnen, dann klappert halt diese Pforten ab, fragt dort nach, ob was frei ist. Die wissen in der Regel auch etwa die Mietpreise. Wenn ihr das habt, Mietvertrag sorgfältig lesen oder prüfen lassen, könnt ihr auch uns anrufen dann. Und dann wünsche ich euch viel Glück in eurer neuen Heimat und toi 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 bei der Wohnungssuche. Okay, tschüss und bis bald. Feel the rhythm in the air, dance without a care in those cobblestones.